Auf dem Rasen in der Nähe einer verlassenen Vorstadtstraße entdeckte das Mädchen plötzlich ein kleines Wesen, das sich zuckte, ununterbrochen bellte und vor Schmerz weit aufgerissene Augen hatte. Es war ein Fuchs, sein Körper war schlaff und kraftlos, sein Maul schäumte weiß und er bellte unentwegt, als würde er verzweifelt um sein letztes Leben bitten. Das Mädchen eilte herbei. Ihr Herz schmerzte, als sie sah, wie der Fuchs sich vor Schreck krümmte und seinen Körper nicht kontrollieren konnte. Sie vermutete, dass der Fuchs möglicherweise versehentlich Rattengift gefressen hatte und schwer vergiftet war, und dass ihm wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit blieb. Sie kniete nieder und hielt die Schnauze des Fuchses fest, damit er sich nicht verletzte, dann hob sie ihn auf und rannte so schnell sie konnte zum Tierarzt. Hier banden die Ärzte dem Fuchs sofort die Schnauze zu, um ein Abbeißen der Zunge zu verhindern, und spritzten ihm anschließend ein Gegengift. Sie verabreichten ihm rasch intravenös Flüssigkeit, legten einen Schlauch und führten eine Magenspülung durch, um das sterbende kleine Leben zu retten. Dank dem netten Mädchen war zum Glück alles rechtzeitig erledigt, wäre es nur ein paar Minuten später gewesen, hätte er es wahrscheinlich nicht geschafft. Nach einigen Stunden begann der Fuchs seine Augen zu öffnen und erlangte allmählich sein Bewusstsein zurück. Sein erster Blick richtete sich auf die Person, die ihn gerettet hatte. Es konnte nicht Danke sagen, aber diese funkelnden Augen sagten alles, voller Dankbarkeit, Sanftmut und seltsamer Zuneigung. Das Mädchen lächelte, streichelte ihm tröstend über den Kopf und hoffte insgeheim, dass es dem kleinen Fuchs bald besser gehen würde. In den nächsten 2 Wochen kam sie jeden Tag vorbei, brachte leckeres Futter mit, saß neben dem Käfig und plauderte freundlich. Als der Fuchs sich vollständig erholt hatte, beschloss sie, ihn zurück in den Wald zu bringen und öffnete den Käfig, um ihn freizulassen. Während das Mädchen der kleinen Gestalt nachsah, wie sie hinter den Bäumen verschwand, betete sie im Stillen, dass sie immer in Sicherheit sein und keiner weiteren Gefahr ausgesetzt sein würde. Doch an diesem Abend, während sie das Abendessen zubereitete, hörte sie plötzlich ein ganz leises Kratzgeräusch an der Tür, als würde jemand zögerlich klopfen. Sie trat hinaus und war verblüfft, als sie den kleinen Fuchs auf der Veranda sitzen sah, der schüchtern mit dem Schwanz wedelte. Das Tier ging nicht weg, sondern beschloss zurückzukehren, weil es diesen Ort als seinen Unterschlupf gewählt hatte. Das Mädchen war gerührt, öffnete die Tür, umarmte den Fuchs und von diesem Tag an war er offiziell ein besonderes Familienmitglied. Der Fuchs lebt sanft und freundlich wie ein Welpe, rennt gerne im Garten herum, spielt mit Blättern und beißt und zerstört manchmal schelmisch Dinge. Niemand hätte erwartet, dass ein wildes Tier, das einst dem Tode nahe war, nun glücklich und liebevoll in einem menschlichen Zuhause leben würde. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das gesamte Video anzuschauen. Bitte liken und abonnieren Sie den Kanal, damit Sie die berührenden menschlichen Geschichten in den nächsten Folgen nicht verpassen.